3 Monate sind seit meinem Sieg bei Badlands vergangen. Und das waren verrückte 3 Monate. Aber das nächste Rennen steht bereits bevor. Across Andes in Chile. Und das Training, das läuft schon auf Hochtouren. Und ich bin richtig motiviert. Habe endlos Bock. Oft schläft Christina bereits, wenn ich spät am Abend nach Hause komme. Und das gemeinsame Abendessen fällt dann natürlich aus. Das Frühstück für den nächsten Tag kann ich dann aber schon mal vorbereiten, damit wir zumindest dann die Zeit miteinander verbringen können. Unsere Reise nach Chile beginnen wir am Frankfurter Flughafen. Ich bin brutal angespannt. Und mich kommt die Karre überhaupt heile in Chile an. Naja, voller Vorfreude und Anspannung lassen wir uns am Ende in unseren Flugzeugsitz fallen. Halt, stopp, warte mal ganz kurz. Wer sind denn überhaupt wir? Das sind Basti und ich. Basti? Das ist der Typ mit der Kamera. Der begleitet mich seit dem Transcontinental Race. Inzwischen auf Schritt und Tritt. Nach einer 20-stündigen Flugreise sind wir dann auch schon zu dritt. Am Flughafen in Santiago de Chile werden wir vom Emilio empfangen, unserem Local Hero. Er wird sich in den kommenden Tagen rund um die Uhr um uns kümmern. Es läuft alles nach Plan. Eigentlich. Ey Sepp, ich weiß, wir haben gesagt, wir treffen uns gleich, aber mich hat's glaub voll erwischt. Ich will nicht, dass du krank wirst. Ich bin heute Abend auf der Couch und schau, dass wir das Beste nach draußen machen. Sorry, wir sehen uns dann später. Ja, das ist natürlich jetzt nicht ganz ideal, aber was soll man machen? Also, versuch dich zu entspannen. Ich bin auch gleich an der Hütte zurück, dann machen wir uns ein Abendessen. Und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Kopf hoch, Mann. Das sind natürlich nicht die Nachrichten, die man vor einem 1000 Kilometer Rennen durch Nordpatagonien hören will. Aber jetzt gilt es, gesund zu bleiben. Darauf liegt der volle Fokus. Kann also losgehen.
Und plötzlich sitzt du allein im Wald. Nichts mehr von Rennen übrig. Komplett leer, müde, zerstört. Irgendwann kommt dann auch Basti mal vorbei. Und die Heckklappe vom Pickup sieht einladend aus. Aber das geht irgendwie nicht. Aufgeben tut erst am nächsten Tag richtig weh. Also geht's weiter. Mein Ziel ist der nächste Checkpoint. Den will ich erreichen. Einfach in Bewegung bleiben und weiterfahren. Hört sich einfach an. Ist nicht ganz so einfach. Da sitze ich nun am Checkpoint. Zwar habe ich es bis hierhin geschafft, aber der Körper ist leer. Es geht nichts mehr. Ich bin angeschlagen. Und das ist der Moment, wo du einfach die Niederlage akzeptieren musst. Das Aufgeben, das kann endlos schmerzhaft sein. Und wie ich gerade gesagt habe, aufgeben tut erst am nächsten Tag so richtig weh. Aber ich kenne das. Ich spiele das Spiel schon lange genug. Gute 15 Jahre inzwischen. Also ist das Ganze nichts Neues für mich. Jetzt heißt es, dem Körper erstmal Ruhe zu geben, gesund zu werden. Und in ein paar Tagen können wir dann weiterschauen, was wir mit der Zeit in Chile noch so anfangen. Therapeutisch vielleicht nicht der Ansatz, wie er im Lehrbuch steht. Aber mir hilft es in solchen Situationen immer, sich in das nächste Projekt zu stürzen. Hey Basti. Ja, ganz im Ernst, ich bin immer noch mega genervt von dem Ergebnis hier. Aber gut, das ist dann nicht so, als live. Ich würde trotzdem die Zeit ganz gerne nutzen wollen hier für das Atlas-Projekt, um auch mal ein bisschen auch Erfahrung zu sammeln. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Von daher, ich habe mal eine Route geplant und ein paar Checkpoints festgelegt. Und ja, ganz im Ernst, ich brauche dich dafür. Von daher, komm noch mal bitte eben zur Hütte zurück. Dann erkläre ich dir alles. See you! Ein paar letzte Worte? Ja, ich würde sagen, let's do it. Talk to me nice, ain't about winning, don't talk to me twice. I don't play dice, I'll make a move on the board, it's precise. The fuck is the price? I took a fiddle and dipped it in ice. I took a call and now I'm on a flight. Crew heading east, got a booking tonight. First stop is Atlanta, I got breakfast plans at the Waffle House. Next up is Miami, I'm hitting South Beach, fuck we talking about. Show out, we in Brooklyn, I'm on Flatbush and we rocking out. Then a red eye to Los Angeles, got a rich bitch waiting on the couch. Life's gonna try to hold you back. They gon' tell you that you still got time. Any minute this could all fade to black. That's why we run it up. I want more, it's not enough. I ain't come for the runner up. I go win, I'ma win a cup. I go win, I'ma fuck it up. Ain't gon' lose, I'ma level up. I've been down, but I got tough. Hey, run it up, run it up, run it up. Run it up, run it back, run it up, run it back. Run it man, we was on 100 since run that. Tell me where the lunch at, I ain't eat lunch yet. Now you got a front that, let me get a front toe, let me get a front wrap. We was on a one pack, let me get a bust down, let me get an H though. Now I feel jacked in, I was on a payroll, this is all back then. Oh my, I'ma need a whole pot, sitting on a big yacht, looking at a coastline. Low-fi, bumping on 4-5s, never let a track sit. Please play the whole side, whole time co-stars, looking for a cosign. They ain't even close though, put them on a clothesline. Yeah, Stu kid made it to the roof, kid, so the roof going now, listen to the proof, kid, yeah. Life's gonna try to hold you back. They gon' tell you that you still got time. Any minute this could all fade to black. That's why we run it up. I want more, it's not enough. I ain't come for the runner up. I
cup. I go in, I'ma fuck it up. Ain't gon' lose, I'ma level up. I've been down, but I got tough. Hey, run it up, run it up, run it up. Bevor es für mich in die Nacht reingeht, noch ein letzter Checkpoint. Wraps mit Apfelmus. Das war jetzt nicht wirklich ein Festtagsschmaus. Die Nacht war lang, kalt und einsam. Aber ich habe genau das gefunden, was ich gesucht habe. Mein Limit. Und vielleicht sogar noch ein Stück mehr. Im Anschluss ging es dann zurück ins Camp. Und das Chile-Kapitel, es war abgeschlossen. Zumindest für dieses Jahr. Ja, nach der Rückkehr habe ich dann zusammen mit Lukas, meinem Trainer, erstmal alles nochmal auf links gekrempelt, um zu überlegen, okay, wo sind die Fehler, was haben wir in der Vorbereitung für Chile falsch gemacht, weil die Werte, die wir auch in der Leistungsdiagnostik hatten, die waren halt schon richtig gut. Also war der Fehler irgendwo anders. Und ja, wir haben dann nochmal alles durchdacht und nochmal alles aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Und ich bin dann im Grunde genommen auch direkt wieder ins Training gestartet, habe mir gar nicht so viel Zeit gelassen zwischen Chile und dem Wiedereinstieg ins Training. Ja, und dann war auch noch ein Bikefitting, was wir natürlich mit reinnehmen wollten, einfach weil ja, Atlas wird auf dem Mountainbike stattfinden und dass wir dann da nochmal so ein bisschen die Sitzposition kontrollieren, nochmal auch die Sättel durchchecken. Das hat, glaube ich, auch nochmal echt einen Kick gegeben und eine Verbesserung mit sich gebracht und ich glaube, dass wir da jetzt wirklich sehr, sehr gut vorbereitet sind. Hier in Deutschland ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen die, ja, ich sag mal, die Winterzeit eingekehrt. Es ist alles ein bisschen ruhig und gemütlich. Ich glaube, dass Marokko wahrscheinlich genau das Gegenteil wird. Auch da nochmal, ja, sich da nochmal ein bisschen drauf jetzt zu konzentrieren, dass es halt wahrscheinlich wärmer wird als hier. Dass wir auch einen Kulturschock erleben werden. Also einfach, weil das, ja, es ist halt ein anderer Kontinent. Es ist nochmal wieder was komplett anderes. Wir haben uns da auch ein bisschen vorgenommen, ein bisschen aufs Essen zu achten, um nicht vorher krank zu werden, um Magen-Darm-Sachen aus dem Weg zu gehen. Ja, ich denke, dass wir da eigentlich ganz gut vorbereitet sind und ich kann es jetzt im Grunde genommen auch kaum abwarten, bis es dann endlich in den Flieger geht und losgeht. Neues Land und neue Leute. Komplett neue Eindrücke. Nach unserer Ankunft haben wir uns ein bisschen darauf konzentriert, den ersten Teil der Strecke anzugucken. 200 Kilometer, direkt die Berge hoch. Das sollte man dann schon ganz gut kennen. Und sonst war eigentlich nicht so viel los. Wir haben es ruhig angehen lassen, sind dem großen Stress aus dem Weg gegangen und haben wirklich versucht, gesund zu bleiben. Im Hotel kannst du dann so ein paar Kleinigkeiten schon vorbereiten. Dein Equipment parat legen, Luftflow checken, all das, was du halt so machst, bevor der große Tag dann kommt. Ich hätte richtig Bock jetzt auf so eine richtig geile Pizza daheim.
Richtig schön jetzt mit Christina Geburtstag feiern. Pizza. Ich esse Gummibärchen und fahre gleich in den Schnee. Soll ich mich um irgendwas kümmern, wenn du ins Ziel kommst? Magst du was essen? Wünschst du dir was? Christina kann so mega geile Federnudeln. Die wären auch geil. Wenn wir Federnudeln machen können. Das wäre nur Feta, Tomaten, Bandnudeln. Also ganz wichtig Bandnudeln. Zwiebeln, Olivenöl. Ist gut. Kann es losgehen? Ja, endlich. 4 Monate Training. Ich hab jetzt Bock. Das Atlasgebirge habe ich nach der ersten Nacht hinter mir gelassen. Andere waren zu dem Zeitpunkt schon lange ausgestiegen. Die Bedingungen hier in Marokko sind einfach extrem. Und auch an mir ist es nicht spurlos vorbeigegangen. Gegen Ende des zweiten Tages hatte ich mit großen Magenproblemen zu kämpfen. Die haben mich ca. 5 bis 6 Stunden lang richtig Zeit gekostet. Aber nach 2 Stunden Schlaf konnte ich meine Reise Richtung Checkpoint Nummer 2 fortsetzen. Die haben heute Morgen in der Kneipe, hat er für mich extra eine Schubkarre reingeholt mit heißer grüner Kohle. Alle Geschäfte waren einfach mal geschlossen, egal wo ich war. Aber ich habe morgen so eine allerletzten Spelunke und so eine Suppe bestellt. Boah, das ist eklig. Die einfach nur ausgetrunken. Das war was ekelhaftes, das habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Noch nie. Ich hoffe, es muss es irgendwie wieder. Was Spaß. Ist das geistesgestört. Aber geil. Also. Total geil. Ich habe keinen Bock mehr. Absolut keinen Bock mehr. Wie geht's dem Magen? Ich habe schon gesagt, ich finde halt nichts zu essen. Alles, wo ich Wi-Fi ist, so Mitternacht geschlossen. Ja, Und heute Morgen so eine richtig, also ich weiß nicht, was das war für eine Suppe, keine Ahnung, irgendwas mit Reis, glaube ich. Ey, die hat so ekelhaft gestunken. Ich habe die einfach nur angesetzt und ausgetrunken. Boah, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut von. Wo hast du geschlafen? Im Hotel oder draußen? In irgendeiner Kneipe auf dem Boden. Matthias hat vor der Tür gelegen und ich habe mich reingelegt unter den Tisch. Okay. Aber es war so kalt. Meine Brille gerade? Ja. Meine längste Radeinheit. Ja? Ja. 43 Stunden 26. Ja, ist der Badlands vorbei. Jetzt hast du über die Hälfte hier. Hau rein. Viel Spaß. Der Abschnitt zwischen Checkpoint 2 und Checkpoint 3 war wohl mit Abstand der härteste im kompletten Rennen. Über 300 Kilometer, inklusive der Old Colonial Road. 60 Kilometer nicht asphaltierte Straße. Wobei Straße kann man das eigentlich im Grunde genommen nicht nennen. Da lagen Brocken rum, die waren so groß wie Kindsköpfe. Teilweise unfahrbar. In der Nacht geht es dann auch gerne mal auf minus 5 Grad runter. Die Auswahl nach einer Schlafmöglichkeit gestaltet sich deshalb auch recht simpel. Eine große Auswahl gibt's halt einfach nicht. Besser gesagt gar keine. In meinem Fall war es dann halt die Tankstelle.
One hamburger. One hamburger, okay. And pizza margherita. Pizza margherita. The big one? Yeah. Okay. Anything for drink? No, thanks. No. You're welcome. Da in der vor der Tankstelle, ne? Ich hab so dermaßen gefroren. Ich glaube, ich war richtig fett erkältet. Es war so brutal kalt. Nur mit der Rettungsdecke in einer geschlossenen Tankstelle gelegen. Da war ich fast dran. Aber dann bin ich so dermaßen hochgegangen. Den Knall hast du bis Deutschland gehört. Dann ging gar nichts mehr. Dann denkst du dir so, boah geil, jetzt eine geile Abfahrt. Das kann ich dann ja schon. Am Ende bist du langsamer als berghoch. Oh, das ist gar nicht gut. Boah, mies. Am Checkpoint 3 war dann auch die letzte wirklich große Möglichkeit nochmal zum Auffüllen von Nahrung und Flüssigkeit. Allerdings muss man dazu sagen, nach 3 Tagen auf dem Fahrrad und ja, dem Leben am Limit schmeckt in so einem Kiosk einfach gar nichts mehr. Das Süßzeug hängt einem zu den Ohren raus und die Limo, ich kann sie einfach gar nicht mehr sehen. Servus. Der Blick ins Höhenprofil verrät dir im Grunde genommen, dass du am Ende nur flach ins Ziel rollst. Aber flach war hier auch wieder gar nichts. Nochmal eine richtig mentale Herausforderung. Es ging eigentlich nur hoch und runter. Vorne war das Rennen schon entschieden. Die ersten beiden sind im Ziel. Und auch hier Erfolg und Leid ziemlich eng beieinander. Das kann passieren bei so einem Rennen. Heute bist du noch in Führung und morgen bist du schon raus. Am Ende hast du nur das Verlangen, ins Ziel zu kommen. Egal wie, einfach ins Ziel. Schnellstmöglich abschließen. Du freust dich auf eine warme Dusche und eine warme Mahlzeit. Was anderes hast du nicht mehr im Kopf. Nur ins Ziel kommen. $1356 3, 2, 1. Off-Season. Bisschen warm, aber Boah, das kommt gerade gut. Ich glaube, kalt wird mich jetzt auch gerade echt töten. Das ist nämlich arschkalt. Okay. Oh. Oh. Was ist denn? Welches Kilo? Ich wundere mich schon, warum die so schwer sind. Aber wenn man 2,5 Stunden morgens zum Sonnenaufgang am Strand durch Sand laufen muss, das ist ja auch kein Wunder. And circle is a bit longer. And it's longer, yeah. So to win it, yeah. Yeah.
to win it 7, 8 days. Okay. So it's almost twice as long. But then it is less about the cycling, and it's more about mental and surviving it and staying like on it, even though you're facing all of this shit. It's more of an adventure, less of a bike race. Okay, here we go. Was denn hier? Wenn du das hörst, ne, herzlichen Glückwunsch, ey, hammerkrass. Ja, du, ich hoffe, es geht dir gut und du schaffst es, ein bisschen die Schönheit der Region zu genießen und dich dort auch schon mal zu erholen. Ja, echt voll krass. Also ich bin so happy, dass wir das Projekt gestartet haben und ja, genieß noch ein bisschen die Zeit in Marokko und wir sehen uns bald. So what's the best time for you? We could play your games, but I could never see me lose. And I've been checking out your moves. You will slip and slide, but I can always catch your groove. 3 Monate sind seit dem Atlas Mountain Race inzwischen vergangen. Das waren wieder 3 verrückte Monate. So richtig zufrieden mit Platz 3 bin ich im Grunde genommen nicht. Aber die Erfahrung war super wertvoll. Und da ist noch eine Menge Luft nach oben. Für die kommenden Rennen, ich bin richtig motiviert.